Heute kommt es zum lange erwarteten Test der Gran Turismo DD Pro. In diesem sehr ausführlichen Review habe ich die DD Pro mit verschiedenen Lenkrädern dem Härtetest unterzogen, um euch ein möglichst transparentes und objektives Feedback geben zu können. Zusätzlich kümmern wir uns um einen sehr umfangreichen Konsolentest, um zu sehen, welche Spiele und Ausstattungen auf der PlayStation und Xbox unterstützt werden oder eben nicht. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Fanatec hat dieses Testmuster für einen Langzeittest zur Verfügung gestellt. Dieses ist derzeit nicht für den Verkauf bestimmt und wird von mir über einen längeren Zeitraum diversen Reviews und Vergleichstests unterzogen. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bekomme für dieses Video kein Geld. Ich bin kein Teilnehmer des Fanatec Affiliate Programms. Bleibt bis zum Abspann dran, denn im Ausblick sprechen wir über spannende Reviews, die in Kürze folgen werden. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Das Fanatec Gran Turismo DD Pro, so heißt dieses Bundle, ist über die Fanatec Homepage um 699,95 € inklusive Mehrwertsteuer und exklusive Versand bestellbar. Stand Anfang 2022 ist die DD Pro ausschließlich als Komplettpaket bestehend aus Wheelbase, sprich Lenkradbasis, Lenkrad und Pedale erhältlich. Wann und zu welchem Preis es die DD Pro Wheelbase separat, sprich Standalone, zu kaufen geben wird, das ist Stand heute noch nicht bekannt. Fanatec bietet weitere Bundles der DD Pro mit dem DD Pro 8 Nm Bundle um 849,90 € und dem DD Pro Premium Bundle um 969,85 € an. Ersteres hat zusätzlich das Boostkit 180 beigepackt und zweiteres legt neben dem Boostkit noch das CSL Pedals Load Cell Kit bei. Kapitel Nummer 2 der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die Fanatec CSL DD Pro Wheelbase, ein 90 Watt Netzteil, 4 Nutensteine für die Montage, die Tischklemme, ein USB-Kabel und die Kurzanleitung in unterschiedlichen Sprachen. Das Bundle beinhaltet das Lenkrad des Gran Turismo DD Pro sowie das CSL Zweiweg Pedalset samt Anschlusskabel, Abstandshalter und Werkzeug.
Die Ware ist sauber in Retail-Verpackungen verstaut und wird in einem großen Überkarton kompakt geliefert. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, Upgrade-Möglichkeiten und die Preise. Wie in Kapitel 1 beschrieben, könnt ihr unterschiedliche Komplettangebote ordern oder die Gran Turismo DD Pro im Nachhinein erweitern. Viele dieser Ergänzungen habe ich bereits im Zuge der CSL DD Reviews von ein paar Monaten vorgestellt. Klickt in meinem Kanal auf Videos und holt diese bei Bedarf nach. Wir haben über das optional erhältliche CSL Pedals Clutch Kit gesprochen. Dieses erweitert das Zweiwege-Pedalset um ein drittes Pedal und kostet knapp 40 Euro. Beim CSL Pedale Review habe ich euch das CSL Pedale Tuning Kit vorgestellt, welches knapp 35 Euro kostet und die Pedalplatten aus Kunststoff durch solche aus Metall ersetzt. Eine weitere Upgrade-Möglichkeit ist das beim Premium Bundle beigepackte CSL Pedals Load Cell Kit für knapp 140 Euro. Dieses werde ich in den nächsten Wochen für euch reviewen. In Sachen Gran Turismo DD Pro 8 Newtonmeter könnt ihr an dieser Stelle mein Review von vor ein paar Wochen nachholen. Da habe ich gezeigt, was das Boost Kit 180 zum Standalone-Preis von knapp 150 Euro bewirkt und wie es die Basisversion upgradet. Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität ist die DD Pro mit Fanatec Podium, Clubsport und CSL Lenkrädern kompatibel. Ich habe meine Tests mit dem beigepackten Gran Turismo Wheel und dem Clubsport BMW M3 GT2, Clubsport Formula Carbon, CSL Elite Meclan GT3, CSL Elite WRC und dem Clubsport Formula V2.5X durchgeführt. Wie sich diese unterschiedlichen Wheels in Kombination mit der DD Pro verhalten, das beleuchten wir am besten gleich live am Rig. Viel Spaß damit. Beginnen wir mit der Inbetriebnahme. Zuerst klarerweise alles miteinander verbinden, Pedale mit der Base, die Wheelbase direkt an der Playstation verbunden, Einschaltknopf drücken, kurz draufbleiben, das Ding referenziert, wie gewohnt. Dann habt ihr ein paar Infos im Display, Firmware und so weiter. Und ihr seht an der blauen LED, ihr seid jetzt im Playstation Betriebsmodus. Einmal drücken, PC-Modus, in Rot nochmal drücken, der Kompatibilitätsmodus. Der gelbe ist der PC-Kompatibilitätsmodus und nochmal drücken in Blau der übliche PlayStation 4 und PlayStation 5 Modus. Und dann kann es schon losgehen. Ihr müsst jetzt nur mehr die Wheelbase als Eingabegerät mit der Konsole pairen. Ihr habt hier den Pairing-Button, ihr drückt den wie gewohnt, das ist am Controller eben dieser Button. Und jetzt könnt ihr direkt am Lenkrad bereits navigieren, links, rechts, X bestätigen, sämtliche Buttons, das ganze Buttonschema klarerweise PlayStation zertifiziert 1:1 wie am Controller. Nun könnt ihr wie üblich durchs Menü navigieren, hier mit dem Joystick links, rechts, oben, unten. Ich starte mal ein beliebiges Rennen und wir sehen uns dann an, wie das Ganze funktioniert. Funktioniert das Display? Wie sieht es mit den LEDs aus? Im Rennen angekommen seht ihr jetzt, es funktioniert alles so wie es soll auf einem PlayStation zertifizierten Produkt. Das heißt, ihr habt hier im Display die Geschwindigkeitsanzeige, Ganganzeige, das Drehzahlband, das entsprechend vom gelben in den roten bis zum blauen Bereich geht, um euch den richtigen Schaltzeitpunkt zu signalisieren. Auf den ersten Metern spürbar ein ordentlich gut spürbares Force-Feedback. Nicht übertrieben kräftig, aber in meinen Augen in Ordnung. Das Force-Feedback fühlt sich gut an, für Konsolenverhältnisse auf jeden Fall zufriedenstellend. Ihr habt bei diesem Basiswheel einen kompakten Durchmesser von 28 cm. Das Wheel ist relativ leicht. Dementsprechend kommt auch von diesen 5 Newtonmeter Drehmoment noch genügend Power hier am Lenkradkranz an, um euch ein entsprechendes Force-Feedback zu simulieren. Machen wir hier mal kurz Stopp. Wir simulieren on the fly den Lenkradtausch und gucken nach, wie die anderen Lenkräder supported werden, was wird unterstützt, wie fühlt sich das an. Quick Release aufgemacht, Lenkrad abgezogen und wir schnappen uns an dieser Stelle gleich ein uraltes Clubsport Formula Carbon Lenkrad, das ich damals mit Sim Racing Machines Shiftern gemoddet habe und checken das ab. Der erste Unterschied, den ihr klarerweise sofort erkennt, ist, ihr habt hier nicht diesen Simplified oder
Quick Release Lite, sondern den Clubsport Quick Release 1 aus Vollmetall montiert. Wie üblich ziehen, die Kugeln werden versenkt, ordentlich aufsetzen, auslassen und alles ist fixiert. Und dann kann es auch schon wieder weitergehen. Ihr müsst dann immer nur suchen, wo die entsprechenden Buttons sind. Ich glaube, das ist der Zurück-Button hier und das der Bestätigungs-Button, im Prinzip das X. Und ihr seht sofort on the fly, ihr könnt ganz normal weiterfahren. Ganganzeige funktioniert, Geschwindigkeitsanzeige funktioniert und ihr seht hier an den LEDs, ihr habt hier zwei LEDs, die dunkel bleiben, das rote in der Mitte. Simulieren wir das nochmal hier auf der Geraden. Wieder zwei, die frei bleiben und dann das blaue blinkende für den Schaltzeitpunkt. Bei dem originalen Gran Turismo Wheel habt ihr weniger LEDs, die hier angesteuert werden und entsprechend so auch hinterlegt in der Software. Das heißt, ihr bekommt hier nur 1, 2, 3, 4 LEDs angeboten. Alles andere funktioniert. Was du auf den ersten Augenblick spürst, ihr seht vom Lenkrad Durchmesser etwas kleiner. Das ist ein 27er, das Clubsport Formula. Der Hebelweg noch etwas kleiner, das Ganze fühlt sich dann durch den geringeren Hebelweg noch etwas kräftiger, noch etwas agiler an. Ihr habt für die Lenkkorrekturen klarerweise einen kürzeren Weg am Rim, entsprechend vom Mittelpunkt bis zur Angriffsfläche eurer Hände einen kleineren Hebelweg. Was ihr auch spürt, ist ein direkteres Ansprechverhalten bzw. eine direktere Übertragung der Wheelbase ans Lenkrad durch den Quick Release aus Vollmetall. Dieser Quick Release aus Vollmetall, der schluckt klarerweise diese ganzen Force-Feedback-Effekte nicht so stark wie ein Kunststoff Quick Release und somit kommen diese direkter, präziser an euren Armen, an euren Händen an. Machen wir den Wechsel vom Clubsport Formula Carbon zu dem ganz neuen, aktuell neu aufgelegten V2.5X. Ebenso ein Wheel mit einem Quick Release aus Vollmetall, dem QR1. Das habe ich vor kurzem für euch ausführlich getestet und reviewed. Gucken wir, wie es mit diesem funktioniert. Ihr seht sofort am Fanatec-Logo alles sofort erkannt. Und ihr seht, ich kann gleich on the fly im Menü navigieren. Hier der A-Button. Ihr habt hier ein Xbox-Branding drauf, aber nichtsdestotrotz, ihr habt PlayStation Support, weil bei Fanatec die Wheelbase über den PlayStation Support entscheidet. Egal welches Lenkrad du darauf nutzt, ob dieses Xbox zertifiziert das Originale ist, weder Xbox zertifiziert noch sonst etwas, es funktioniert auf der PlayStation, weil die Wheelbase, die Gran Turismo DD Pro eben PlayStation zertifiziert ist. Auch hier seht ihr sofort mit diesen LEDs, 4 LEDs, die das Spiel an die Lenkräder hier weitergibt. 1, 2, 3 und Nummer 4. Geschwindigkeitsanzeige funktioniert. Ganganzeige funktioniert. Lenkraddurchmesser gleich wie beim Clubsport Formula Carbon, ebenso 27 cm. Das fühlt sich sehr direkt, schön knackig an. Quick Release aus Metall, die Effekte. Hier mal etwas über die Curbs gebrettert ins Gemüse. Die kommen schön und sauber am Lenkrad an, wie man sich dies eben wünschen möchte von einer Direct Drive Wheelbase. Geht es weiter on the fly. Ihr müsst immer nur die Buttons suchen. Die weiß ich auch nicht auswendig. Abgezogen. Und als nächstes schnappen wir uns, das ist wiederum ein Xbox-zertifiziertes Lenkrad mit dem Quick Release aus Kunststoff, dem Quick Release Lite. Das WRC-Wheel, ebenso für euch reviewed vor etwas längerer Zeit. Lösen, aufstecken, fixieren. Und schon kann es weitergehen. Ihr seht, alles funktioniert. X-Button oder der A-Button in diesem Fall. Schaltung passt. Achten wir auf das Drehzahlband.
Dies harmoniert klarerweise jetzt einwandfrei. Ihr habt hier Dauergelb oben im Drehzahlband. Wenn die Drehzahl hochgeht, wechselt ihr auf Rot und dann bekommt ihr noch eine blaue Signalleuchte, die euch den Schaltzeitpunkt signalisiert und schon kann es weitergehen. Geschwindigkeit wird angezeigt. Ihr seht entsprechend den Gangwechsel, das funktioniert wunderbar. Ein Lenkrad, das sich super anfühlt. Ihr habt hier sauber bezogenes Alcantara. Einen Durchmesser von 30 cm, wenn ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Sprich, das Lenkrad ist etwas größer als das Originale. Das seht ihr hier relativ gut. Das heißt, etwas größerer Hebelweg von der Mitte zur Angriffsfläche eurer Hände. Das heißt, von der Kraft der Wheelbase bei 5 Newtonmeter bleibt nicht mehr so viel übrig am Lenkradkranz, aber bei einem Wheel, das sehr leicht, sehr agil ist, um 1 Kilogramm in etwa beim WRC-Wheel, kommt trotzdem entsprechend Power, Agilität ausreichend, auch bei der 5 Newtonmeter Version der CSL DD Pro an euren Griffflächen, an euren Händen über. Machen wir weiter mit dem nächsten Wheel. Ich schnappe mir jetzt das Meclan, ebenso ein Xbox-zertifiziertes Lenkrad, aber wie erwähnt, für den PlayStation Support ist bei Fanatec einzig und allein die Wheelbase verantwortlich. Ihr seht ebenso 30 cm Durchmesser, ein Lenkrad, das ich vor längerem für euch reviewed habe, sowohl die 1er Version als auch die 2er. Ich habe hier Shifter von SimRacing Machines gemoddet, hochwertige Magnetics und von Lovely Stickers ein Aufklebeset, das ich selbst designt habe, angebracht. Hierzu wird es auch in Kürze ein Review geben. Quick Release Light, Simplified Quick Release aus Kunststoff wiederum. Lösen, aufstecken, Fanatec Logo, alles okay und schon kann es weitergehen. Auch hier Display funktioniert einwandfrei. Ein Lenkrad, das keine LEDs geboten hat. Geschwindigkeit, Ganganzeige wird einwandfrei übermittelt. Was dieses Lenkrad mitbringt, sind die analogen Pedals. Das kennt ihr auch aus meinem Kanal, das werden wir jetzt gleich mal antesten. Sprich, ich fahre jetzt hier mal zur Seite, bleibe mal kurz stehen. Ihr habt den Wählschalter, Clutch and Handbrake, Stellung Nummer C, Brake and Throttle. Also links die Bremse, rechts das Gas. Ich nehme meine Füße von den Pedalen, gebe jetzt rechts Gas. Ihr seht, Vollgas, runter vom Gas, wieder Vollgas, alles übers analoge Pedal. Auch das funktioniert einwandfrei auf der Konsole. Und links hier auf der Bremse. Sprich, ihr könnt mit diesem Lenkrad auf der Konsole auch völlig autark, sprich ohne Pedale unterwegs sein. Wenn es dieses Ding vielleicht einmal standalone zu kaufen gibt, ihr keine Pedale haben wollt, weil ihr, keine Ahnung, einen Couchtisch habt, vor dem Fernseher spielt, dieses Ding nur am Couchtisch montiert, nichts mit den Pedalen machen wollt, aber trotzdem ein Lenkrad bevorzugt, verglichen mit dem Game Controller, dann könnt ihr, wie erwähnt, ohne Pedale mit diesem Lenkrad auch auf der PlayStation unterwegs sein. Ein Feature, das auch das Podium Advanced Pedal Module mit sich bringt, das kennt ihr auch aus meinen Reviews. Dieses könnt ihr beispielsweise am V2.5X Lenkrad anbringen, dann habt ihr hier unter diesen üblichen Wippen die analogen Pedals dann angebracht und könnt auch hier ohne Pedale unterwegs sein. Auch bei diesem Lenkrad klarerweise werden die Effekte etwas geschluckt. Diese direkte Übertragung, die gelingt nur dann, wenn ihr eben auf den Vollmetall Quick Release umsteigt, diesen demontiert und anbringt. Da werden klarerweise extra Kosten fällig. 99 €, glaube ich, kostet dieser Standalone und dann könnt ihr hier diesen Quick Release Light aus Kunststoff durch den Vollmetall ersetzen bei diesem Lenkrad. Machen wir am Schluss weiter mit meinem größten und schwersten Wheel. Das ist eins der allerersten Fanatec Clubsport Wheels, das alte BMW M3 GT2. Ein riesengroßes Wheel, 32 cm Lenkraddurchmesser. Seht das hier, relativ gut. Und vom Gewicht mit 2,2 Kilogramm mein schwerstes Fanatec Wheel.
Und wir werden jetzt mal gucken, was bei 5 Newtonmetern und diesem Lenkraddurchmesser an diesem Lenkrad dann übrig bleibt. Ihr seht von der Funktion, gleich wie bei den anderen Lenkrädern, die mehrere LEDs haben, 2 gelbe, ein rotes und ein blaues Lämpchen. Das wird euch hier geboten, die anderen, die bleiben hier dunkel. Geschwindigkeit, Ganganzeige, das funktioniert wunderbar. Und ihr merkt klarerweise bei einem Drehmoment von 5 Newtonmeter, dass hier am Lenkradkranz, ihr spürt schon noch eine Kraft. Versteht mich nicht falsch, es kommt eine Kraft rüber, aber ihr dürft euch hier nicht mehr zu viel erwarten, wenn ihr ein Lenkrad dieser Dimension mit diesem Gewicht an der CSL DD Pro mit 5 Newtonmeter ohne das Boostkit Bundle montiert. Ebenso kompatibel sind die gängigen Fanatec Pedale, Clubsport Shifter und die Handbremse. Die Kompatibilität mit der Montage am Rig wird über das übliche Fanatec Lochbild gewährleistet, welches die meisten Rig-Hersteller vorgesehen haben. Hier kommen dann die beigepackten Nuttensteine zum Einsatz, die ihr dann von unten verschrauben könnt. Die dafür benötigten M6-Schrauben müsst ihr entsprechend eurer Rig-Voraussetzungen in der passenden Länge selbst besorgen. In meinem Fall habe ich die Montage mit meinem RSeed P1 Rig und dem Next Level Racing Wheelstand bewerkstelligt und habe dafür M6 Inbusschrauben mit 20 mm Länge benötigt. Achtet bei eurer Montage unbedingt auf die passende Schraubenlänge. Mit der beigepackten Tischklemme kann die DD Pro am Schreibtisch befestigt werden. Diese separate Tischklemme habe ich bereits in einem eigenen Review vor ein paar Wochen vorgestellt. Das ebenso optional erhältliche Boostkit 180 ist mit der Fanatec DD Pro kompatibel und schaltet die maximale Power von 8 Newtonmeter frei. Kommen wir zu Kapitel Nummer 5, das ist die Kompatibilität, Plattform und Software. Das Fanatec DD Pro ist uneingeschränkt mit dem PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 kompatibel, wenn dies eben der Spielesupport bietet. Xbox-Kompatibilität ist dann gegeben, wenn du einen Xbox-zertifizierten Lenkradaufsatz oder den zertifizierten Hub von Fanatec verwendest. An dieser Stelle gucken wir uns die Spielekompatibilität und was funktioniert und was eben nicht am besten wieder live am Rig an. Schauen wir uns das alte Assetto Corsa an. Was einwandfrei funktioniert, ist die Geschwindigkeitsanzeige. Drehzahlband wird nativ, das heißt vom Spiel aus nicht unterstützt. Ihr habt nur als Schaltzeitpunkt dann diesen roten Balken, der dann aufblitzt und euch den richtigen Schaltzeitpunkt signalisiert. Alles andere funktioniert prima. Standardeinstellung im Fanatec Tuning Menü. Alles auf Automatik. Ihr seht hier ordentliches Force Feedback, wie gewohnt von Assetto Corsa. Auch das alte Assetto Corsa zum Schleuderpreis mittlerweile erhältlich. Liefert immer noch ordentlich ab, selbst auf der Konsole. Weiter geht's mit Assetto Corsa Competizione, dem GT-Ableger von Assetto Corsa, dem Originalen. Und ihr seht hier, Geschwindigkeit funktioniert, Ganganzeige wird nicht übertragen, dafür aber das Drehzahlband entsprechend der jeweiligen Balken. Das heißt, ihr habt hier den gelben, den roten, dann den blauen Balken. Das funktioniert einwandfrei. Gucken wir uns noch an, wie das aussieht, wenn ihr mit einem anderen Lenkrad mit mehreren LEDs unterwegs seid und diese dann durchgehend unterstützt werden. Okay. Da seht ihr wunderbar am Drehzahlband, dass ihr jede einzelne LED, jeden kleinen Balken wunderbar simuliert bekommt. Was ihr auch sehen könnt, wenn ABS greift, diese Flag-LEDs, auch das funktioniert
bzw. die Traktionskontrolle beim Beschleunigen. Das heißt, die Flag-LEDs werden hier auf der Konsole auch mit der Gran Turismo DD Pro Wheelbase unterstützt, wenn ihr ein entsprechendes Lenkrad wie hier das V2.5X im Einsatz habt. Weiter geht's mit dem Rallye-Sport WRC 8, das offizielle World Rally Car, sozusagen Rallye-Spiel. Schauen wir auf den Support und ihr sehen könnt, Ganganzeige und die LED-Balken funktionieren einwandfrei. Wie sieht es aus, wenn mehrere LEDs am Start sind? Wechseln wir noch mal kurz das Lenkrad on the fly. Und ihr könnt auch hier sehen, wunderbar, alle Balken werden hier supportet, um den optimalen Schaltzeitpunkt rückgemeldet zu bekommen. Im Display habt ihr hier nur die Ganganzeige. Das Force-Feedback würde ich jetzt als mittelmäßig beurteilen. Auch abseits der Strecke leichte Vibrationen, wirkt alles etwas gedämpfter. Weiter geht es mit Dirt Rally, dem Rally-Ableger von Codemasters. Und ihr seht hier sofort, wenn ihr mit dem automatischen Fanatec Tuning-Menü-Profil unterwegs seid, mit eurem Lenkradeinschlag stimmt etwas überhaupt nicht. Nicht synchron mit dem Spiel. Das heißt, ihr habt bei minimalsten Lenkbewegungen einen viel zu starken Einschlag. Geht hier in das Fanatec Tuning Menü, auf das C-Setup und in der Sensitivity regelt einmal hier auf 1080 und ihr seht, ihr habt einen super synchronen Lenkradeinschlag. Wenn du dies jetzt auf Automatik wieder umstellst, dann siehst du, dies funktioniert nicht. Wie gesagt, Sensitivity 1080 gesetzt. Und ihr habt eine super synchrone Bewegung, die dann dem Spiel entspricht und so kannst du ordentlich unterwegs sein. Was uns sofort auffällt, ihr habt im Display, was ist denn da mit dem Force-Feedback los? Das ist so schwach. Was mir jetzt auffällt, ich habe null Force-Feedback hier bei Dirt Rally. Keine Ahnung warum, funktioniert nicht. Das Lenkrad geht komplett leer durch. Ich habe kein Display, keine Ganganzeige, keine Geschwindigkeit, keine LEDs. Hier funktioniert der Support out of box einmal bei meinem Ersttest nicht. Machen wir weiter mit Dirt 4, das ist eigentlich der Arcade-Ableger von Dirt Rally. Und wir sehen bei Dirt 4 out of the box ohne Probleme. Display, Ganganzeige, Drehzahlband, funktioniert alles einwandfrei. Force-Feedback gut, in Ordnung. Gutes Force-Feedback, leicht gedämpft, aber für mich okay. Und im Vergleich zum ersten Dirt Rally, wo ich keinen Lenkrad-Support hatte, kein Force-Feedback, kein Display, funktioniert hier mit Dirt 4, dem Arcade-Ableger, alles wunderbar einwandfrei. 2 über Kuppe, nicht steil, rechts 4, 60. Achtung, bremsen, wellen, kehre rechts. Kuppe links 5, durchsenke. Weiter geht's mit dem Spiel Sebastian Loeb Rally Evo. Und ihr seht, ich habe hier absolut keine Möglichkeit, eine Eingabe zu tätigen. Das heißt, die Fanatec DD Pro bzw. das Lenkrad wird nicht unterstützt vom Spiel. Auch nicht im PlayStation Kompatibilitätsmodus, auf den ihr umschalten könnt. Auch hier funktioniert es nicht. Hier bleibt nur die Möglichkeit, zum Controller zu greifen und dieses Lenkrad außen vor zu lassen bei diesem Spiel, was wir klarerweise nicht machen. Wir beenden den Spaß und gucken uns das nächste Spiel an. Hier geht es mit einem spaßigen Arcade-Spiel, Rennspiel Wreckfest. Guckt da mal unbedingt rein. Steuerung funktioniert out of the box einwandfrei, Lenkrad wird erkannt. Wie ihr sehen könnt, kein Display,
keine Ganganzeige, keine Geschwindigkeit, keine LEDs. Aber Lenkradeingaben, Force Feedback funktioniert wunderbar. Hier ganz wichtig, Fanatec Tuning Menü, Automatikmodus. Ihr seht, Lenkradeinschlag stimmt nicht. Lenkrad und Spiel zusammen. Geht hier wieder in den C-Modus, C-Set und stellt die Sensitivity runter auf ungefähr 400 Grad, damit euer Lenkradeinschlag und die Spieleinstellung zusammenpassen und ihr ordentlich um die Ecken kommt. Das Force Feedback würde ich als gut bezeichnen. Ihr habt eine etwas klarere Rückmeldung als bei Dirt 4 beispielsweise. Es fühlt sich richtig gut an. Unterschied Asphalt zu Schotter ist gut zu spüren. Und ihr habt hier bei diesem Spiel eine sehr ausführliche Einstellung eurer Force Feedback Effekte, um diese klarerweise noch feintunen zu können. Ihr könnt bei diesem Spiel super Crash-Rennen fahren, Teamrennen und habt so einen Spaß zu den allüblichen Simulationen. Ein super Schadensmodell. Ihr seht das hier. Und macht richtig Laune dieses Spiel. Super optimiert von diesem kleinen Entwicklerstudio. Gutes Force-Feedback. Gute Fahrphysik. Und ansehnliche Grafik. Nächstes Spiel Mud Runner. Ein Spiel, mit dem ihr mit Trucks durch die Natur düsen könnt, irgendwelche Lieferaufträge erfüllen könnt. Auch sowas will ich mal für euch testen, wie es da mit dem Support aussieht. Und ich kann euch sagen, ihr habt eine Lenkradeingabe, das funktioniert einwandfrei. Mit einem großen Aber, ihr habt keine Force-Feedback-Effekte. Das heißt, das Lenkrad geht leer durch. Gasbremse, das funktioniert. Aber ihr spürt keine Unebenheiten, ihr habt keinen Widerstand am Wheel. All dies wird nicht simuliert. Wenn ihr mit dem Controller unterwegs seid, da spürt ihr sehr wohl die Vibrationsmotoren. Das funktioniert, aber sämtliche Effekte, die werden nicht simuliert, wenn ihr, wie gesagt, mit dem Lenkrad unterwegs seid. Der Einsatz eines Lenkrads bei diesem Spiel, mit diesem Lenkrad zumindest, nur bedingt sinnvoll. Und jetzt mal ganz exotisch bei Ron Reviewed, der Farming Simulator 19 hier bei PlayStation Now war das kostenlos dabei, drum kurz für euch angetestet. Kein Force Feedback, keine Lenkradeffekte mit der Fanatec DD Pro, sicher nicht das bevorzugte Spiel, aber ich weiß, es gibt eine große Fanbasis für dieses Game und wenn ich mir das so genauestens ansehe, da finde ich, kommt gut rum. Und wie ich gelesen habe, bei Steam geht dies in der aktuellen Version 2020 oder 2021 gerade durch die Decke. Mir bleibt hier nur mit dem Gamepad etwas rumzufarmen. Und weiter geht's mit dem nächsten Thema. Weiter geht's mit dem Xbox-Test. Wheelbase einschalten, klarerweise mit der Xbox verbinden und dann den Modus wählen. Grüne LED. Am Einschaltbutton signalisiert den Xbox-Modus und ihr seht bei einem Xbox-zertifizierten Lenkrad hier die weiße LED. Somit seid ihr jetzt auf der Xbox. Und ihr könnt die steuern gleich wie auf der PlayStation. Gehen wir mal rein bei Forza Motorsport. Und hier im Spiel angekommen, seht ihr sofort, ihr habt keinen Display-Support, ihr habt keinen LED-Support. Beachtet dies unbedingt, wenn ihr mit der Fanatec DD Pro auf der Xbox unterwegs sein wollt. Und was super funktioniert, ist das Force-Feedback. Ihr habt ein schönes, knackiges, präzises Force-Feedback. Das funktioniert wunderbar. Aber wie bereits erwähnt, achtet unbedingt darauf, wenn ihr euch dieses Bundle anschaffen wollt. Hier gilt das gleiche wie für CSL DD. Kein Support der LEDs und des Displays mit diesen Wheelbases. Machen wir noch on the fly den Test mit einem weiteren Xbox-zertifizierten Lenkrad. Das wäre beispielsweise das Fanatec McLaren.
Und ihr seht, ihr müsst zuerst dieses Lenkrad mit der Xbox pairen. Beziehungsweise jetzt hat es mir umgeschalten, den Betriebsmodus. Hier nochmal klicken. Auf grün. Xbox-Modus. Und jetzt können wir unterwegs sein. Auch hier funktioniert alles wunderbar. Was wir auch funktionieren ist Wählschalter auf die 3, Brake and Throttle. Bremse auf der linken Seite, Gas auf der rechten Seite. Und ihr seht, ohne die Pedale zu betätigen, kann ich auch hier unterwegs sein. Wie auch auf der Playstation, wenn du beispielsweise am Couchtisch unterwegs sein möchtest, keine Pedale im Einsatz hast, kannst du einzig und allein mit den Pedals schalten und mit den Analog-Pedals dann entsprechend Gas geben oder bremsen. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, wenn ihr an Pedale gewöhnt seid, aber auch an diese Art der Steuerung gewöhnt man sich überraschend schnell. Gucken wir noch, wie es mit der Gangschaltung aussieht. Hier stelle ich schnell die Kamera um, dass ihr einen besseren Überblick habt. Ich hoffe, ich kriege das so jetzt ins Bild. Auch das funktioniert wunderbar. Die H-Schaltung, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, einwandfreier Support, direkt on the fly, ob Pedals oder mit der H-Schaltung oder umgeschalten auf den sequentiellen Modus. Ziehen, erster Gang, ziehen, zweiter, ziehen, dritter und zweiter und erster. Auch hier einwandfreier Support. Gucken wir noch, ob die Handbremse funktioniert. Auch da wunderbar einen Dreher produziert mit der Handbremse. Alles okay in Sachen Support. Und jetzt machen wir noch den Test, wie es aussieht, wenn ihr ein nicht Xbox-zertifiziertes Lenkrad aufsteckt. Das originale DD Pro hat keine Xbox-Zertifizierung und damit sollte es auf der Xbox auch nicht lauffähig sein. Ich stecke das Lenkrad auf. Fanatec-Logo leuchtet. Erkannt wird dieses Ding. Aber jetzt bin ich wieder in diesem Betriebsmodus Violett, schalte um. Ich habe hier den gelben Modus, ich habe den blauen PlayStation-Modus, den roten PC-Modus und wieder den pinken oder violetten Modus für die PlayStation-Kompatibilität. Das heißt, ich bekomme hier keinen grünen Xbox-Modus über die LED ausgewiesen, angezeigt und kann somit dieses Lenkrad nicht verwenden, wenn ich auf der Xbox unterwegs sein möchte. Hier braucht es, wie bereits erwähnt, unbedingt ein Xbox-zertifiziertes Wheel, welches beispielsweise noch das Fanatec WRC Wheel ist. Das testen wir auch noch kurz durch. Wieder umschalten an der Wheelbase. Blau. Und hier bekomme ich den grünen Modus geboten. Die weiße LED leuchtet und das Lenkrad wird als Xbox zertifiziertes Wheel ebenso mit der Xbox unterstützt. Aber auch hier gilt, keine Geschwindigkeitsanzeige im Lenkradkranz, kein LED-Balken. Auf der Xbox, zumindest was Forza Motorsport 7, glaube ich, habe ich, angeht, bleibt Display und LED mit dieser Wheelbase dunkel. Wie es mit anderen Xbox-Spielen aussieht, das weiß ich nicht, da ich auf der Xbox ausschließlich dieses Spiel im Einsatz habe. Zurück vom Rig und wie soeben erwähnt, beachtet beim Konsoleneinsatz, dass LEDs und Displayanzeige nicht immer in vollem Umfang unterstützt werden oder sogar dunkel bleiben können. Bei Kompatibilitätsproblemen kann die DD Pro für den Betrieb am PC in den CSW V2.5 und an der Konsole in den PlayStation-Kompatibilitätsmodus gesetzt werden. Damit sollten dann die meisten gängigen Rennspiele unterstützt werden. Nächstes Kapitel, Nummer 6, die Power. In diesem Kapitel teste ich, inwieweit Fanatecs Gran Turismo DD Pro die versprochenen 5 Nm Drehmoment bereitstellt oder eben nicht. Bei maximal hochgestellter Power über das Fanatec Tuning Menü und der Anwendung liegt ein Peak, das ist ein Spitzendrehmoment umgerechnet auf den Hebelweg, ein Drehmoment von ca. 5 Nm, das die CSL DD in meinen Tests auf die Straße bringt. Hier liege ich im Bereich der Werksangabe und von meiner Seite somit alles okay. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, die Technik.
Direct Drive Wheelbases unterscheiden sich von herkömmlichen und meist günstigeren Wheelbases im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad- und Riemenkonstruktionen ausgeführt ist. Bei Direct Drive Wheels sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um die Telemetriedaten des Spiels möglichst spiel- und latenzfrei übertragen zu können, so wie dies halt auch im realen Motorsport der Fall ist. Die Positionsübermittlung erfolgt über einen kontaktlosen Hall-Sensor. Und das maximal bereitgestellte Drehmoment der DD Pro in der Basisversion beträgt, wie bereits erwähnt, etwa 5 Newtonmeter. Vor einigen Monaten habe ich ein Review hochgeladen, in welchem ich auf die Kräfteverhältnisse diverser Wheelbases eingegangen bin. Klickt bei Bedarf oben rechts den Link, um reinzugucken, wenn ihr dieses Review nachholen wollt. Die Stromversorgung wird über ein 90 Watt Netzteil bereitgestellt. Im Standby ist ein Stromverbrauch von um die 2 bis 3 Watt und unter Last bis rund um 25 Watt messbar. Die Kühlung erfolgt passiv und somit ohne Lüfter. Die Wheelbase wird auch bei längerem Einsatz nur handwarm. Kapitel Nummer 8, das sind die Abmessungen der DD Pro Wheelbase und Vergleiche zur CSL DD. Die DD Pro ist ca. 16 cm breit und 16 cm hoch. Die Länge beträgt 14,5 cm bzw. 23,5 cm inklusive dem Quick Release und somit unterscheiden sich die Außenabmessungen nicht zur CSL DD. Das Gewicht liegt bei 5040 Gramm und die CSL DD ist um die 50 Gramm schwerer. Die Nuten für die Befestigung basieren auf Nut 8 und sind an den Seiten mit 7 cm Nutabstand eingelassen. Unterseitig sind 3 Nuten mit je 4 cm Abstand vorgesehen. Kapitel Nummer 9, das ist die Ausstattung der Wheelbase. Frontseitig sind 4 M6 Gewinde mit einer Tiefe von ca. 19 mm eingelassen. Diese sind für die Anbringung von Peripherie, aber nicht für die Rig-Montage vorgesehen. Rechts unten ist der Einschalt- bzw. Umschaltbutton verbaut. Kurz gedrückt halten schaltet die Wheelbase ein. Die rote LED signalisiert den Betriebszustand PC, gelb den PC-Kompatibilitätsmodus, blau PlayStation, violett PlayStation 4 Kompatibilitätsmodus und die grüne LED bedeutet Xbox-Modus. Mit einem kurzen Drücken schaltet ihr durch diese Modi in einer Schleife durch. Hältst du den Button 3 Sekunden lang gedrückt, dann schaltet sich die Wheelbase aus. Auf der Rückseite sind die Strombuchse, ein USB-Anschluss und die Peripherieanschlüsse für Shifter 1, 2, Pedale und Handbrake verbaut. Verglichen mit der CSL DD entfällt der Data-Anschluss. Kapitel Nummer 10, das sind die Abmessungen des DD Pro Lenkrads. Das Lenkrad bringt 1040 Gramm auf die Waage, wenn der originale QR Lite, der Quick Release, verbaut ist. Mit 28 cm Lenkraddurchmesser handelt es sich um ein sehr kompaktes und leichtes Wheel. Die Buttons lösen bei etwa 250 Gramm sehr leichtgängig aus. Mit ca. 750 Gramm ist das Auslösefeedback der färbig umrahmten Richtungsschalter deutlich kräftiger. Die Schaltmechanik löst bei leichten 500 Gramm aus und bleibt mit unter 70 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung absolut wohnzimmertauglich und nicht störend. Die sechseckigen Schaltpedals sind 60 x 50 mm breit und 6 mm dick. In der Ausgangsstellung beträgt der Abstand zum Rim um die 25 und 19 mm in der Endlage. Der Schaltweg beträgt demnach ca. 6 mm. Das Fanatec Tuning Menü erreicht ihr über den kleinen schwarzen Knopf linksseitig vom Display. Lasst uns über das Fanatec Tuning Menü direkt live am Rig sprechen. Kommen wir zum nächsten Kapitel, dem Fanatec Tuning Menü. Wie ihr wisst, könnt ihr on the fly diverse Effekte direkt übers Lenkrad einstellen. Ich habe euch sehr ausführliche Reviews zum Fanatec Tuning Menü und zu Fanalab hochgeladen. Wir besprechen jetzt einige Kernfeatures, wie dies funktioniert. Wenn ihr tiefer in die Materie einsteigen wollt, dann guckt euch bitte unbedingt diese Reviews an. Fanatec Tuning Menü erreicht ihr mit diesem kleinen schwarzen Button direkt neben dem Display. Den findet ihr bei allen Fanatec Lenkrädern meistens hier direkt neben dem Display, ein kleiner schwarzer Button. Den drückt ihr dann. Ihr seht diverse Parameter, die Sensivity, der Drehwinkel, der ist gelockt, gesperrt, das Force Feedback ebenso, Natural Damper, Automatic Setup heißt dies vermutlich diese Abkürzung. Dann habt ihr so ein C-Set, konfigurierbar vermutlich diese Abkürzung. Ich muss das selbst nochmal etwas nachlesen. Da könnt ihr jetzt über dieses Setup den Drehwinkel eures Lenkrads verstellen. Das heißt, vom Automatikmodus, den ihr üblicherweise nutzt, wenn dies von den Spielen einwandfrei supportet wird, könnt ihr diesen dann anpassen, sozusagen manipulieren. Und ihr seht jetzt mit dem Drehwinkel, wenn ich hier runter gehe auf
keine Ahnung, 450 Grad. Ich drehe das Lenkrad jetzt hier um eine Viertelumdrehung, habe ich einen Lenkradeinschlag im Spiel, der bereits eine halbe Umdrehung darstellt. Oder 90 Grad und ich habe im Spiel schon die 180 Grad. Das kann dann vonnöten sein, wenn ein Spiel das nicht selbst administriert. Da kann es dann vorkommen, dass ihr im Sensitivity Setup vom Automatikmodus abrücken müsst und dann beispielsweise für Formula-Klassen diesen Drehwinkel runtersetzen, 360, 450 Grad, irgend so etwas in die Richtung. Probiert dies aus, ihr seht dies wunderbar im Spiel, wie sich dies mit dem Lenkrad und dem Einschlag deckt, damit ihr dann auch entsprechend ordentlich rund um die Kurven kommt. Das heißt, nach Möglichkeit Sensitivity auf Auto lassen. Nächstes Force Feedback. Ein sehr leicht erklärtes Feature noch einmal. Ihr habt jetzt auf 100% die maximale Force Feedback Power eingestellt. Das Lenkrad liefert dann in diesem Fall die Wheelbase bis zu 5 Newtonmeter Drehmoment in der Basisversion der Fanatec DD Pro. Und wenn ich hier runter regle, on the fly, keine Ahnung, euch ist es bei einem Long Stint, ihr seid 3 Stunden unterwegs und schmerzen schon die Hände, könnt ihr direkt am Lenkrad dann runtersetzen, in dem Fall auf 35% und könnt dies dann mit 2 Fingern bedienen und euch wunderbar entspannen. Ich simuliere diesmal, setze Force Feedback Power komplett runter auf 5. Ja, dann habt ihr sozusagen nahezu einen Leerlauf, keinen Widerstand und könnt dann, wenn ihr mit dem Nachwuchs vielleicht unterwegs seid, eure Kids auch problemlos, gefahrenlos mit diesem Lenkrad unterwegs sein. Setzen wir dies wieder hoch auf 100%. Das nächste Setting, Natural Damper. Das ist ein Setting, das ich euch genauestens erklärt habe in dem Tutorial. Guckt da, wie bereits erwähnt, auf jeden Fall hinein. Out of Box, das heißt, so wie ihr dieses Ding geliefert bekommt, habt ihr das Standard Fanatec Tuning Menü. Wollt ihr tiefer in die Materie einsteigen, dann heißt es für euch, ich simuliere das nochmal, ins Fanatec Tuning Menü gehen, den Tuning Menü Button gedrückt halten, Switch Mode to Advanced. Das heißt, ihr seid jetzt im Advanced, im fortgeschrittenen Fanatec Tuning Menü und habt somit wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt einmal hier diese 5 Profile, die ihr separat belegen könnt. Dann seht ihr Sensitivity, Force Feedback Scale, Natural Damper, Natural Friction, Natural Inertia, Force Feedback Inertia und so weiter und so fort. Spring, Damper, Brake Level, Bremsen könnt ihr da anpassen. Wie bereits erwähnt, guckt euch das Review genauestens an, da bin ich auf alles genauestens eingegangen, wenn ihr tiefer in die Materie einsteigen wollt. Macht dies auf der Konsole direkt am Lenkrad über das Fanatec Tuning Menü. Seid ihr am PC unterwegs, dann alternativ geht es etwas einfacher über das Tool Fanalab. Da könnt ihr wunderbar mit Maus Werte eingeben und diese werden direkt an die Wheelbase übertragen und gespeichert. Zurück zum Standard Tuning Menü, wieder gedrückt halten, Switch Mode changed to Standard und jetzt seid ihr wieder in diesem vereinfachten, so nenne ich dies jetzt, Fanatec Tuning Menü. Als Beginner auf der PlayStation lasst dieses Feature mal weg. Verwendet das Standard Setup und wenn ihr etwas vertraut seid mit eurer Peripherie, dann traut euch drüber, probiert einiges. Ihr könnt dies natürlich dann auch wieder zurücksetzen auf die Standardwerte, die eben gelockt sind hier im Automatik-Setup. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, das ist die Ausstattung des DD Pro Lenkrads. Das DD Pro Wheel bietet ein Gran Turismo optimiertes Layout mit zahlreichen Eingabemöglichkeiten. 11 Buttons können gedrückt und die 5 Wege-Richtungsschalter zusätzlich nach links, rechts, oben und unten bewegt werden. Der PlayStation Pairing Button befindet sich unten mittig zentral. Beim Display handelt es sich um ein 1 Zoll kleines OLED mit weißer Farbgebung, über welches Telemetriedaten bzw. das Fanatec Tuning Menü angezeigt werden kann. Über dem Display ist ein 7 cm breiter Rev-LED-Streifen mit gelben, roten und blauen LEDs eingelassen. Kommen wir zu Kapitel Nummer 11, das sind die Abmessungen und die Technik der DD Pro Pedale. Die Position der Pedale wird über Hall-Sensoren ebenso kontaktlos ermittelt. Bei dieser Technologie ist Strom- und Magnetfeld im Spiel, um eben die Position berührungs- und somit verschleißfrei zu übermitteln. In der Ausgangslage liegen 60 Grad und in der Endlage 40 Grad Anstellwinkel der Pedale an. Die Pedalkräfte betragen gut 1,5 Kilogramm beim Gaspedal und ca. 11 Kilogramm an der Bremse und werden über Federn als Widerstände erzeugt.
Bei der Bremse wurde zusätzlich ein weicher Kunststoffpuffer eingebracht, um einen progressiven Widerstand zu erzielen. In mittlerer Position der Pedalplatten ist die Höhe von Fußablage bis zur Oberkante der Pedalplatte 205 mm. Die Fußablage ist 360 mm breit und 30 mm hoch. Für die Fußablage stehen 120 mm Tiefe zur Verfügung. Die Gesamttiefe des Pedalsets beträgt somit 340 mm und die Gesamthöhe maximal 225 mm. Die Fußablage und Pedalarme wurden aus 2,5 bzw. 1,5 mm dicken Metall gefertigt. Für die Pedalplatten kommt im Originalzustand Kunststoff zum Einsatz und beim optional erhältlichen CSL Pedals Tuning Kit handelt es sich um 3 mm dickes Metall. Das Bremspedal ist 70 mm breit und 120 mm lang. Das Gaspedal hat eine Breite von 50 mm. Das Gaspedal besitzt 3 Anschlüsse. An dem Brake- und Klatschanschluss werden Bremse und Kupplung angeschlossen und über den Wheelbase-Anschluss wird das Pedalset mit der Wheelbase verbunden. In Sachen Hardware-Kompatibilität ist die Montage über die knapp 8,5 mm großen Löcher in den jeweiligen Pedalen möglich. Zusätzlich können die Pedale unter Verwendung der beigelegten Distanzbuchsen über die 2 M6 Innengewindebolzen an der Unterseite der Pedalplatte verbaut werden. Die Pedale werden mit 4 Schrauben mit der Fußplatte verbunden und in der Fußplatte sind 11 Lochreihen mit je 32,5 mm Abstand vorhanden. Somit können die Pedalabstände nach eigenen Präferenzen angepasst werden. Im Originalzustand ist das Gas ganz rechts und die Bremse ganz links montiert und in diesem Fall beträgt der Pedalplattenabstand Mitte auf Mitte gemessen um die 260 mm. Das Zweiweg-Pedalset ist bereits vorverkabelt und muss mit dem beigelegten Verbindungskabel an der DD Pro Wheelbase am Pedalanschluss verbunden werden. Über das Lochbild der Pedalarme können in der Höhe 3 Montagepositionen gewählt werden. Pedalkräfte, Pedalwege und die Anstellwinkel sind vorgegeben und können herstellerseitig nicht angepasst werden. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 12, das ist der Quick Release. Über den Quick Release wird die Wheelbase mit dem Lenkrad verbunden. Dieser hat um die 38 mm Durchmesser und ist in der Aufnahme 36 mm lang. Der Quick Release ist mit einem USB-C-Stecker mit der Wheelbase innenseitig verbunden und sitzt in einer Kunststoffhülse mit 30 mm Durchmesser. Diese wird mit einer geschlitzten Schelle aus Aluminium und einer M6 Inbusschraube geklemmt. Im Innenleben ist dann die Aufnahme für die Pins der Lenkräder. Kapitel Nummer 13 Material, Haptik und die Verarbeitung. Das Gehäuse der DD Pro Wheelbase besteht im Kern aus Aluminium und wird stirnseitig mit Kunststoffgehäuseteilen abgeschlossen. Der Quick Release der Wheelbase ist aus Metall ausgeführt, beim DD Pro Lenkrad handelt es sich um den QR Lite aus Kunststoff. Dieser kann optional durch den Klappsport QR aus Metall ersetzt werden. Das Aluminiumgehäuse der Wheelbase ist schwarz eloxiert und die angebrachten Kunststoffteile sind etwas abgesetzt und fühlen sich zweckmäßig, aber ordentlich an. Die Stecker rasten satt in den Buchsen ein und sitzen ordentlich und passgenau. Die abgerundeten Formen der DD Pro lassen die Base noch kompakter erscheinen als die ohnehin schon sehr kleine CSL DD. Unter diesem Aspekt fühlt sich die Wheelbase schwer und solide an, wenn man diese in Händen hält. Beim Lenkrad kommt durch die Bank Kunststoff zum Einsatz. Das Lenkrad ist mit Gummi überzogen und oberseitig ist ein blauer Einsatz angebracht. Um mir einen genaueren Überblick zu verschaffen, habe ich das Lenkrad zerlegt. Bitte macht dies nicht zu Hause nach, sonst verliert ihr etwaige Garantieansprüche. Im Innenleben ist alles sauber aufgeräumt. Die Platine sieht ordentlich aus und die Spaltmasse gehen in Ordnung. Das Lenkrad ist angemessen mit Torx-Schrauben verbunden und 2 Stecker für Display und die Lenkradplatine sind verbaut und angesteckt. Ein Steckplatz auf der Platine ist aber nicht belegt. Die Schaltmechanik ist im Inneren über eine Kunststoffachse gelagert und eine Feder bietet den Auslösewiderstand. Der Quick Release Lite ist mit 6 M6 Inbusschrauben angebracht und kann, wie bereits erwähnt, abgegradet ausgetauscht werden. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 14, das ist die Akustik. Es dringen keine störenden metallischen Geräusche oder ein Klackern aus der Wheelbase nach außen. Damit ist die Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand neben dir in Ruhe Fernsehen gucken möchte. Das hörbare Klackern, wenn man über Curbs brettert oder bei anderen Effekten, kommt nur dann zum Vorschein,
wenn du einen Quick Release aus Metall einsetzt und mit rauen Settings in-game unterwegs bist. Dieses ist aber nicht hörbar, wenn Lenkräder mit dem QR Lite aus Kunststoff zum Einsatz kommen. Kapitel Nummer 15, wie immer ein subjektives Kapitel, die Optik. Fanatec's DD Pro Wheelbase wirkt optisch edel und unaufgeregt, genauso wie die CSL DD. Durch die abgerundete Formgebung kommt die DD Pro etwas stylischer daher. Das Branding mit dem Fanatec Schriftzug wurde an den beiden Seiten im Stil der Podium DD angebracht und frontseitig entfällt der bei der CSL DD aufgedruckte Schriftzug bei der DD Pro. Rückseitig nimmt das große F-Logo Platz und wurde verglichen mit der CSL DD verkleinert. Deutlich unterscheiden sich die DD Pro und CSL DD in der Rückansicht. DD Pro setzt auf eine runde Formgebung, die mit einem blauen Ring im PlayStation-Farbdesign unterstrichen wird. Ebenso weicht die Position der Anschlüsse für Shifter, Pedale und Handbremse bei DD Pro ab und rückt ein Stück weit nach oben. Die Wheelbase wirkt optisch sehr kompakt und die Kühlrippen sehen sportlich aus. Der Übergang vom Metallgehäuse zu den stirnseitigen Kunststoffabdeckungen ist optisch gesehen nicht störend. Zusammengefasst bietet die Fanatec DD Pro Wheelbase gleich wie die CSL DD einen wertigen Look im Understatement-Design. Beim Lenkrad sticht der eindeutige Gran Turismo-Bezug heraus. Hier gab es offensichtlich klare Designvorgaben seitens Sony bzw. Polyphony Digital. Das zentrale GT-Logo sticht heraus und der Look aus Kunststoff ist omnipräsent. Die unterseitig angebrachte silberfärbige Applikation wirkt aufgesetzt. Die Mittelstellungsmarkierung sehr minimalistisch. Bei den Pedalen dominiert Understatement Look und der hohe Metalleinsatz springt ins Auge. Die mattschwarzen Pedalplatten aus Kunststoff sehen optisch unauffällig aus. Auffällig hingegen ist das zentral aufgedruckte Fanatec Branding auf den Pedalen in weiß. Kapitel Nummer 16 Software und Tuning-Menü. Über die Fanatec Homepage kann der Treiber heruntergeladen werden. Ich empfehle diesen Schritt immer, auch wenn du auf Konsolen unterwegs bist. Somit kannst du deine Wheelbase und die Lenkräder mit den neuesten Updates versorgen und die Firmware aktualisieren. Für diesen Zweck reicht auch ein Notebook oder ein einfacher PC. Wie üblich können Parameter direkt im Spiel über das Fanatec Tuning Menü direkt übers Lenkrad angepasst werden. Die DD Pro bringt im Werkszustand ein vereinfachtes Tuning-Menü mit. Was diese Parameter bedeuten und welchen Effekt sie haben, das habe ich, wie bereits erwähnt, in einem sehr ausführlichen Fanatec Tuning-Menü Review vor ein paar Wochen erklärt. Gleiches gilt auch für die Software FanaLab, mit der du am PC diverse Einstellungen vornehmen kannst. Es zahlt sich unbedingt aus, wenn du dich damit beschäftigen und vertiefen möchtest, und ich empfehle diese beiden Reviews anzugucken. Das vereinfachte Tuning-Menü der DD Pro bietet zwei Profile. Das A-Profil für Automatik sperrt manuelle Änderungen und im C- bzw. Custom-Profil können manuelle Änderungen vorgenommen werden. Drückt man den Tuning-Menü-Button 4 Sekunden lang, schaltet man zwischen vereinfachten Tuning-Menü und erweiterten Tuning-Menü hin und her. Drückt man den Button 6 Sekunden lang, werden manuelle Änderungen auf Werkszustand zurückgesetzt. Beachtet, dass manche Parameter nur dann verfügbar sind, wenn beispielsweise eine Bremse mit Load Cell zum Einsatz gebracht wird. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, Kapitel 17, der Rennstreckentest. Beim Rennstreckentest der DD Pro habe ich mich überwiegend auf die Nutzung auf der PlayStation konzentriert, da dies für die meisten von euch wohl den hauptsächlichen Einsatzzweck darstellt. Bitte bedenkt bei meinen Ausführungen, dass ich persönlich am PC unterwegs und kein Konsolenprofi bin, aber ich habe mich extra für euch bemüht. Ich war auf meiner PS4 Pro hauptsächlich mit Gran Turismo Sport unterwegs und ebenso mit Formula 1 2020. Das sind die Konsolenspiele, die ich üblicherweise für meine Tests für euch verwende und vor längerer Zeit gekauft habe. Assetto Corsa Competizione habe ich für dieses Review dazu gekauft und zusätzlich habe ich mir ein PS Now Abo geholt, um auch andere Rennspiele antesten zu können. Dafür habe ich auf Spenden meiner Patreons zurückgegriffen. Vielen Dank für euren Support, der bei mir wie immer zweckgebunden verwendet wird. Bei meinen Rennstreckentests am PC handelt es sich um Anwendungen, Strecken und Fahrzeuge, die ich seit langem sehr gut kenne und die ihr auch aus meinen bisherigen Tests sehr gut kennt. Ich nutze zwar so gut wie alle Anwendungen, von Arcade bis Hardcore-Simulation, aber bei jedem Wheelbase-Test am PC kommt R-Factor 2 und Assetto Corsa zum Einsatz. In diesem Test habe ich aber vermehrt zu Race Room zurückgegriffen, da sich diese Simulation im Laufe der Zeit zu meinem Geheimfavoriten entwickelt hat.
Auf der Playstation war ich an einem Next Level Racing Wheelstand via Beamer unterwegs. Am PC bin ich via HP Reverb VR unterwegs. Die DD Pro ist an einem RSID P1 Rig verbaut und die Motion wird von Simrig SR2 umgesetzt. Als Sitz verwende ich derzeit einen RSID Alcantara und als Shifter verwende ich den TSS von Thrustmaster und den Fanatec Shifter sowie die Aeolox und Fanatec Handbremse. Als Pedale kommen in diesem Test die beim DD Pro Bundle beigepackten Zweiwegpedale zum Einsatz. Beim Konsolentest lieferte Gran Turismo und Formula 1 2020 ein sehr solides Force-Feedback-Verhalten ab. Die Effekte waren präzise und gut rauszuspüren. Jedoch mit den Lenkrädern mit Quick Release aus Metall nochmal direkter als mit dem originalen Gran Turismo Wheel. Überraschend gut performt hat Wreckfest in Sachen Force-Feedback und auch von Dirt 4 war ich positiv überrascht. Beim offiziellen WRC-Ableger war ich etwas ernüchtert vom umgesetzten Force-Feedback. Und dass das erste Dirt Rally überhaupt kein Force-Feedback übermittelte, überraschte mich persönlich. In Sachen Display und LED-Support hingegen war der Support für mich mehr als zufriedenstellend. Die gängigen Spiele leisten sich hierbei keine Aussetzer. Dass gerade Gran Turismo als Basis der Wheelbase-Zertifizierung nicht den vollen Umfang aller LEDs bei anderen Lenkrädern unterstützt, das ist in meinen Augen ein schlechter Scherz. Dafür kann Fanatec gar nichts, aber hier sollte Polyphony schnellstens in die Gänge kommen und diesen nachpatchen. Der Wechsel von Lenkrädern gelingt in-game problemlos wie gesehen und alle Wheels bis ca. 30 cm Durchmesser würde ich für die DD Pro mit 5 Nm Drehmoment in der Basisversion freigeben. Darüber wird's dann träge und zäh und mein altes BMW M3 GT2 Wheel mit über 2 Kilogramm bringt die auf 5 Nm gedrosselte Basisversion der DD Pro Wheelbase an seine Grenzen bzw. darüber. In Sachen Erreichbarkeit und Ergonomie ist das DD Pro Lenkrad super aufgestellt. Ich kenne kein anderes rundes Lenkrad, bei welchem ich alleine durch die 4 Stück 5-Wegeschalter 20 Button-Eingaben belegen kann, ohne die Hand nur irgendwie vom Lenkrad nehmen zu müssen. Auf der anderen Seite fällt das Lenkrad durch den durchgehenden Kunststoffeinsatz haptisch gesehen ab, bleibt aber auf der Rennstrecke sehr griffig. Das Drehzahlband ist gut in Szene gesetzt und das Display einwandfrei ablesbar. Die Schaltmechanik liefert Standardkost ab, nicht mehr und nicht weniger, ist aber ergonomisch gesehen gut bedienbar und sehr gut erreichbar. Ghost Shifting war während meiner Testläufe nicht vorhanden. Genauso problemlos verliefen meine Tests hinsichtlich Stabilität in Sachen Treiber und Force-Feedback-Übermittlung. Es gab keine Abstürze, Disconnects und so weiter zu verzeichnen. Die Geräuschkulisse im Rennbetrieb ist als ruhig zu beurteilen. In Sachen Pedale passen diese zum Gesamtkonzept dazu. Diese wirken stylisch und sind präzise zu bedienen. Die Kalibrierung passt wunderbar, die Performance auf der Rennstrecke ebenso, ohne High-End-Ansprüche stellen zu wollen. Für mich in diesem Test sehr deutlich wahrnehmbar war der Unterschied der Force-Feedback-Performance zwischen Konsole und PC. Wo die Konsole aus der DD Pro schon einiges in Sachen Präzision herauskitzelt, da setzt die Nutzung am PC mit einschlägigen Simulationen nochmal spürbar etwas drauf. Holt an dieser Stelle den Rennstreckentest der CSL DD von vor ein paar Monaten nach. Hier bin ich exakt auf diverse Anwendungen eingegangen und diese können dann interessant für dich sein, wenn du mit der DD Pro auch auf dem PC unterwegs sein möchtest. Die Performance der DD Pro ist gleichzusetzen mit der CSL DD im PC-Betrieb. Kapitel Nummer 18, die Lenkradwahl. Die Wahl des Lenkrads, des Lenkradaufsatzes entscheidet, wie viel Power an einer Wheelbase am Lenkrad ankommt. Dieses Kapitel ist deckungsgleich mit dem damals reviewten CSL DD anzusehen. In Sachen Power spielt das Gewicht des Lenkrads hinsichtlich der Trägheit eine große Rolle. Und der zweite Aspekt ist der Lenkraddurchmesser. Hier kommt das Hebelgesetz zum Tragen. Je größer der Lenkraddurchmesser, desto größer der Hebelweg zur Lenkradachse. Somit bleibt am Rim weniger Kraft bei deinen Händen übrig, um dem Drehmoment der Wheelbase entgegenzuwirken. In diesem Punkt gilt es, die Bandbreite von bis zu 5 Newtonmeter in der Basisversion unbedingt zu berücksichtigen. Einen guten Mix aus Lenkradgröße und Gewicht bietet in meinen Augen das sehr leichte CSL Elite WRC Lenkrad. Durch das geringe Gewicht bleibt dieses sehr agil und der Lenkraddurchmesser lässt von den 5 Newtonmetern an der Achse ein noch leicht spürbares, gutes, präzises Force-Feedback übrig. Das Clubsport Formula Carbon bringt einen noch kleineren Durchmesser von um die 27 cm mit,
genauso wie das V2.5X Wheel. Fühlt sich exakt und sehr agil an und profitiert vom Quick Release aus Metall. Das Meclan Wheel stellt ebenso eine Empfehlung dar. Den Durchmesser von 30 cm würde ich als Maximum für eine Wheelbase mit 5 Nm beurteilen. Hier wird dann das BMW M3 GT2 Wheel mit 32-33 cm Durchmesser zu groß und mit 2,2 kg deutlich zu schwer. Am Lenkrad bleibt spürbar weniger Kraft übrig, da der Hebelweg sehr groß ist. Und mit der Masse von über 2 kg ist die Trägheit zu groß und im Gegensatz die Agilität zu gering bei einer Wheelbase mit 5 Nm. Kommen wir auf die Zielgerade, negative, neutrale, die positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 19, die Nachteile. Wie immer versuche ich objektiv und ungeschönt zu reviewen und kaum ein Produkt kommt in meinen Tests ohne negative Aspekte davon. Das Fanatec Gran Turismo DD Pro Bundle macht aber eine seltene Ausnahme und in Anbetracht des Gesamtpreises von 700 € für ein Komplettpaket ohne Lizenzeinschränkungen relativieren sich manche Abstriche sehr deutlich. Ich würde die Nutensteine durch solche mit Kugel und Feder ersetzen. Diese bleiben dann auch in Position, wenn du die Wheelbase etwas schief hältst. Dann rutschen diese Dinger nicht nach hinten raus, gerade dann, wenn man die CSL DD oder DD Pro am Rig mit den Side Brackets verschrauben will. Zweiter negativer Aspekt ist der Quick Release, den ich mir bei der DD Pro im Podium Design gewünscht hätte. Bei einem Direct Drive Wheel soll die Übertragung von Motor zu Lenkrad möglichst spielfrei gehalten sein, um alle Effekte zu transportieren. Hier wäre der Gummiring, welcher durch eine Überwurfmutter in die Lenkradaufnahme gequetscht wird, ein guter Ansatz gewesen. Dieser macht bei Podium zwar keinen perfekten Job, aber diesen hätte ich trotzdem gern bei DD Pro genauso wie bei CSL DD gerne mitgenommen. Auf der anderen Seite spielt dies bei dem von mir reviewten DD Pro Bundle beim Einsatz mit dem Gran Turismo Lenkrad keine Rolle. Der QR Lite wird ordentlich auf die Narbe gequetscht und die Verbindung arbeitet spielfrei, insoweit eine Aufnahme aus Kunststoff dies eben gewährleisten kann. In Sachen Software-Support mit anderen Lenkrädern sollte Polyphony Digital dringend ein Update liefern. Dass einige LEDs bei alternativen Wheels dunkel bleiben, das darf nicht sein, schon gar nicht, wenn andere Spieleschmieden wie Codemasters vom Start weg einen perfekten LED-Support vorbildlich unterstützen. Ein in meinen Augen peinlicher Aspekt für ein Gran Turismo zertifiziertes Paket, für welchen ausschließlich der Softwareanbieter und somit Polyphony Digital verantwortlich gemacht werden muss. Bitte unbedingt nachpatchen, aber schnell. Kapitel 20 Neutrale Aspekte. Den Materialeinsatz aus Kunststoff beim Lenkrad ordne ich den neutralen Aspekten zu. Nochmal erwähnen möchte ich, dass ich meine Einordnung immer am Preis von knapp 700 € für ein Komplettbundle orientieren muss. Ebenso neutral geht die Haptik durch, genauso wie die Schaltmechanik. Hier bietet das DD Pro Paket Standardkost, ohne Highlights, aber auch ohne große Schwächen. Das gleiche trifft auch auf die Pedalbetätigung zu. Kapitel Nummer 21, die positiven Aspekte. Für viele Käufer stellt das Preis-Leistungs-Verhältnis den wichtigsten Aspekt dar. Und hierbei könnt ihr als potenzielle Fanatec-Fanboys, wenn ihr dies seid, aufatmen. 699,95 € für das Gebotene lassen in meinen Augen nichts anderes zu als eine glasklare Kaufempfehlung. Das Potenzial von Direct Drive macht Riemenantriebe zum ähnlichen Preis mittlerweile obsolet. Die passive Kühlung bringt einen weiteren Vorteil mit sich und die Diskussion in puncto Lüftergeräusch hat sich für immer und ewig erledigt. Nächster Vorteil ist die Kompatibilität mit dem riesigen Ökosystem von Fanatec. Nach wie vor sind selbst Lenkräder der ersten Clubsport-Generation wie mein Formula oder das bald 10 Jahre alte BMW M3 Wheel kompatibel. In Sachen Plattform bietet Fanatec mit dem DD Pro die eierlegende Wollmilchsau. PC- und Playstation-Support, egal mit welchem Lenkradaufsatz und dazu die Möglichkeit auf Xbox unterwegs zu sein, wenn ein Xbox-zertifiziertes Lenkrad oder der Xbox-Hub zum Einsatz kommt. Mehr geht in meinen Augen nicht. Ein weiterer Vorteil hinsichtlich der Kompatibilität ist die Montagelösung. Nutensteine bieten sehr flexible Möglichkeiten und diese ins Kühlrippendesign zu integrieren, ist eine in meinen Augen großartige Lösung. Die beigepackte Tischklemme macht ebenso einen sehr soliden Job. Das Design ordne ich ebenso den positiven Aspekten zu, ist aber klarerweise eine rein subjektive Beurteilung. Ein weiterer objektiver Aspekt ist die geringe Baugröße. Du kannst bei Bedarf deinen Monitor am Rig sehr nahe zu dir hin positionieren.
da die Bautiefe der CSL, DD und DD Pro sehr klein ist. Und ein letzter positiver Aspekt ist das Fanatec Tuning Menü, welches komfortable Anpassungen im Spiel erlaubt. Die Entscheidung, ein vereinfachtes Tuning Menü mit dem Auto- und Custom Preset nativ anzubieten, ist klug gewählt. In Sachen Lenkrad ist die üppige Ausstattung, die gute Ergonomie und der große Einsatzbereich bei zugleich leichtem Gewicht den Pros zuzuordnen. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 22, das ist das Fazit und die Kaufempfehlung. Du möchtest auf der PlayStation tiefer in die Simracing-Materie einsteigen und hast ein Budget im Preisbereich von um die 700 €, dann führt an dieser Stelle kein Weg am Gran Turismo DD Pro Bundle vorbei. Warum dem so ist, das habe ich soeben im vorigen Kapitel genauestens ausgeführt. Ich möchte hinsichtlich der Kaufempfehlung auch auf vorangegangene Reviews wie den Testvergleich Thrustmaster TGD2 vs CSL DD zurückgreifen. Dieser brachte einen Erdrutschsieg für CSL DD. Mit dem damals einzigen TGD2-Vorteil der PlayStation-Kompatibilität, und in diesem Punkt hat Fanatec mit dem DD Pro nun das fehlende Puzzleteil ergänzt und steht im Preisbereich von deutlich unter 1000 € für ein Komplettpaket aus Lenkrad, Pedalen, einer Direct Drive Wheelbase alleine auf weiter Flur. An dieser Stelle kann ich nicht mehr zu einem Mittelding im Bereich von 400 bis 600 € fürs Gesamtpaket eines anderen Herstellers raten. Wenn dein Budget limitiert ist und maximal 250 bis 350 € hergibt, dann bieten Logitech und Thrustmaster mit G29, G923 bzw. T248 oder T300 super Einstiegsmöglichkeiten für dein Hobby, die ich bereits ausführlich reviewt habe. Der preisliche Sprung zu Gran Turismo DD Pro ist zwar ein großer, im Gegenzug tun sich aber auch Welten auf in Sachen Performance-Unterschied. Benötigst du keinen PlayStation Support, dann kannst du zu CSL DD greifen. Hier bist du mit der Standalone-Variante vollkommen flexibel in Sachen Lenkradaufsatz und mit dem Einsatz deiner gewünschten Pedale. Kapitel Nummer 23, meine rein subjektive Meinung. Ich hoffe auf eine DD Pro Standalone Wheelbase, aber habe dies zum Release nicht erwartet. Das war damals schon bei CSL Elite so und ist beim Podium-Ableger immer noch der Fall. Zwischen den Zeilen habe ich vernommen, dass Fanatec an einer Standalone DD Pro arbeitet und hoffentlich klappt's bald. Der Preisunterschied bei CSL Elite betrug damals 50 € zwischen Standalone ohne PlayStation Support und eben mit PlayStation-Zertifizierung. Somit kann man die Zertifizierung mit rund um die 50 € Aufschlagskosten im Hinterkopf behalten, wenn sich seither nicht viel geändert hat. Ich möchte das Gran Turismo DD Pro Bundle an dieser Stelle noch finanziell in die Einzelkomponenten aufdröseln und analysieren. Eine CSL DD Basis, die baugleich zur DD Pro ist, kostet 350 €. Die PlayStation-Zertifizierung wohl rund um die 50 €. Dazu die CSL Zweiwegpedale 80 €, die Tischklemme 30 €. Subsumiert komme ich auf 510 € und zum Gesamtpreis von 700 € würde der Restbetrag von 190 € auf das Lenkrad entfallen. Für mein Dafürhalten gibt's an einem Lenkrad um 190 € vollgepackt mit Features, Display und LEDs nichts zu kritisieren. Ob einem die Haptik und Optik gefällt oder nicht, das sei dahingestellt. Der rausgerechnete Preis von 190 € für das von Polyphony und Sony vorgegebene Design ist in meinen Augen fair. Und jetzt seid ihr am Zug. Postet in den Kommentaren mit rein, wie euch dieses Review gefallen hat und was ihr vom DD Pro Paket haltet. Loggt euch ein, das würde mich interessieren. Weiter geht's mit dem spannenden Ausblick. Direkt nach diesem Review geht's weiter mit einem Community-Wunsch und ich werde euch einige meiner verwendeten Soundlösungen für Simracing vorstellen. Weiters arbeite ich gerade an einem Cube Controls Review und ein paar andere Sachen habe ich bereits auf Schiene. Vergleichstests zwischen DD Pro, Logitech und Thrustmaster werden dann in den nächsten Monaten folgen. Vielen Dank fürs Dabeisein und vergesst nicht zu liken und lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Grüße von eurem Ron.